für Singen. Noch einmal welcome alle hier. Würde wir können mit abstehen und mit honorieren und mit sagen welcome. Oder anyways, whatever wir würden sagen, einer zum anderen und mit zu start. Dankeschön. Vandaar, ik wil eerst een paar dingen. Dankzij voor alle jullie gebeden van mijn ik heb cataracts in mijn ogen en zo. Ik kan genoeg zijn om alles uit te doen. En du hast abgestellt dat ik wel surgery kreeg in February. En zo, dankzij voor alle jullie gebeden. En ik dank ook voor alle de hulp wat ik kreeg van de dokters en zo wieder. En de helpers wat er met geholpen doen. En zo. Dat gaat wieder vandoor. So, ook de bulletin zit vandaag zeer fijn. So, dankzij voor die wat te merken en zo doen. So, dat zit zeer fijn en fresh en dat zit goed. Met werk als bibelstunden, wanneer je tijd hebt, dat is allemaal goed wanneer je komen. En dankzij voor Craig, wat de laatste zinnig. Craig for doing the Bible study last week. Thank you very much. And I need you every once in a while to fit in, and so it helped me out. And so, vielen Dank für all that. And so, yeah. So, 1. Peter, and the 2. chapter, and dann von 13 bis 25. Peter schreibt nun an Menschen, was weit auf von Jerusalem wohnen. Die wohnen manch all sorten Menschen, die nicht Christen sind, die nicht lebende Menschen sind. Und sie machen sich da proben zu finden, wo sie nicht sollen leben. Und das ist nicht unsere Frau für immer. Wir leben manch Menschen, die nicht alle überein leben, die nicht alle mit uns sind, mit dem Glauben, mit dem Christen Glauben. Und so dann müssen wir uns fragen, sagen, okay, was für eine Kraft haben wir und was soll wir tun und was soll wir nicht tun und so weiter. Und so, das ganze Buch von Peter ist geschrieben, zum Ruth geben, sagen, hier, ihr seid hier in der Welt, ihr seid nicht Tschüss, aber ihr seid hier und ihr seid hier. Und ich glaube, der Reason, was wir hier noch sind, ist, dass Gott will haben, dass wir sollen das Evangelium wiederdrehen. Dass die Menschen in der Welt ein Bild haben, von Gott und von Gott seine Kingdom und von Gottes Willen und so weiter. Und so, wir sind hier in Testimony. Wir sind hier in Witness, zum Wiesen, dass es noch was geleitet aus bloß dieser Welt und die Dinge, was diese Welt mit schaffen hat. Und so, das ganze Buch ist mit dem ich abgestellt, zum sagen, ihr seid hier nicht tschüss, aber ihr habt hier einen Riesen zum sein. Ihr müssen hier sein oder sollen hier sein, zum ein Bild für die Welt, dass wir hier sind, zum Wiesen nur Christus. Du hast einer, der kommen wird. Der eine, der ist abgestoßen, und der eine, der nie noch was kommen, und so weiter. Und so, dort wird dieser Chapter von wieder reden, und so, ich will dort mit schaffen. Ich will ab 3 Dinge will ich mit schaffen. Das erste Ding, ich rede hier mit von Government, und das ist vielleicht mit sehr dicht betüß. Und dann, der zweite Ding ist von der 13 bis 18, da redet von der Arbeiter, wo wir uns auch behandeln mit der Arbeit. Und dann, was Christus uns wiesen hat, wo wir sollen leben, das ist der dritte Part da von der 21 bis 25, da bei den Engen. Dort gibt es ein Sommerrot, wo wir uns sollen behandeln in dieser Welt. So, weil wir beten. Vor dem Himmel, wir danken, dass du uns jetzt Ruth gibst und du uns wiesen hast, was wir sollen tun hier auf dieser Welt und auf dieser Erde. Und wo wir uns sollen was schmal merken und wo wir uns sollen nicht so schmal merken. Und wir beten, dass du uns haben sein können, was du willst haben für uns. In Jesu Namen. Amen. So von 13. Vers, da redet von der Government. Und ich war mitlesen, ich auf Englisch und dann auf Deutsch, okay? Und so sagt es,
Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme or to governors as those who are sent by him, for the punishment of the evildoers and for the praise of those who do good. For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men. Dat is een beetje een beeld op, dat God is wel is dat we zullen een beeld zijn en met wat we doen en een gouden leven en gouden doen in de wereld, dat wordt een witness zijn of een testimony to de wereld. Dat heißt, that you may put to silence the ignorance of foolish men, as free yet not using liberty as a cloak for vice, in other words, zum Verstecken hing dort, but as bondservants of God, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Nou nog op Deutsch. Da wir in Hart nur die Gesetze, wat leider merken, für den Herren sein Holven, auf zu den König aus Fürster oder zu den Regierer, die sind geschickt, zum die strafen, was je an sind, und zum die loben, was Gott tun. Das ist Gott sein Willen, dort mit Gott tun, da wir als solche Menschen still merken, wir sind frei, aber die Freiheit ist nicht zum Sinn verstärken. Leider aus Gottes deiner Leben, lebt es Gottes deiner. Ihr alle Menschen, dreht Leib für die Brüder, fürcht Gott, ihr den König. Und diese Dinge sind geschrieben an mehrere von Paul seine Bücher und so weiter. Und ich glaube, das Bild hängt das erst mit so. Wenn je kijken naar Jerusalem en naar dat land waar Palestine is, de Juden, like in 2000 jaar wanneer we terugkijken, de Juden hebben in het land gegoverd, zelfs gegoverd, vielleicht 400 jaar, of vielleicht meer als 400 jaar. De eeuwige tijd hebben die moest onder somebody else in the government leven. Of dat Syria, oder Rome, oder de Greeks. Somebody came immer ein Jahr dann Eva, und dann mussten sie unter somebody schaffen, unter somebody leben. Und davon gibt es einmal sehr viel gejagt, because die Juden wären sehr, dass sie wollen David zurückhaben, dass David soll mal zurückkommen, und dann würden sie mal wieder eine Armee merken, und dann würden sie wieder alles überschmieden, und dann würden sie wieder so können leben, was sie wollen. Und das ist sehr interessant, das passiert nie nicht. Und ich glaube, even von der, da ist mit so einer Menschen, dass wenn bloß David mal zurückkommt. Weißt du was? Uns Hope ist nie nicht David. Uns Hope ist Abraham. Abraham wird nur Jesus wiesen, der sagte, Abraham, der wie ein Fremder in das Land. Und er jagt sich nicht mit irgendwem. Leider sagt, wenn der dort Land will, dann will ich das. Und ich schaffte man, und even Paul and Romans, ihr habt uns das Bild, wir sind nicht Followers of David, wir sind Followers of Abraham. Und Abraham ist uns Bild, was uns nur Jesus leiden hat. Und so, das Land übernehmen, das ist nicht unsere Arbeit. Und so wieder. Und so, die Juden hatten ein bisschen Reputation, dass sie jagten sich mit dem Roman Government in Tit Eva. Und ich glaube, Paul wollte hier mit wachstieren sein, dort nicht damit schaffen. Jene Arbeit ist das Evangelium. Und wenn ihr den Evangelium wollen wieder drehen, da wollen Menschen mitkommen mit uns. Und even von der an diesem Tag, wir denken einmal so, wenn wir bloß David hatten, bloß dann, was nie wird kommen mit Kraft, und der würde uns dann wohl leiden. Unsere Arbeit ist nicht dort, unsere Arbeit ist das Evangelium. Und the Gospel wiederbringen und so wieder. Und ich höre all Sorten und lese all Sorten und so wieder. Und wir sind in einer sehr interesting time, because ich glaube, die Welt will die Christians loswerden. Die will die rückschieben und so wieder. Und wir sind das vielleicht nicht gewarnt, aber da sind viele Menschen all over the world, wo das gewarnt sind. Vielleicht in China oder in Russland oder wo immer Menschen herkommen. Die sind nicht gewarnt, dass sie werden zu sich geschoben. Und wir machen uns auch tragfingen mit so und sagen, unsere Arbeit ist für Gott,
Dat gaat even Jaljem wieder drehen. En wanneer Schwaarheid komt damit, dan laat het zo zijn. En God wordt ermee helfen. En zo, we moeten ons daar, ik geloof, demelijk abverloten, dat we zijn niet, die wordt jachten doen met alle soorten. Aber uns klar houden dat we zijn hier für ein Zeichnis für Gott. Wir sind hier zum Ding, Evangelium wieder drehen. Und go it down, weet je wat, de Welt fehlt de Arbeit, wat Christians doen. De Arbeit, wat in Kirchen wat je doen, een en ander methelpen, met eten en met mout en met alle soorten help wat de Kirchen geven. De Welt fehlt het, because de Welt, die wordt zichzelf verjaren. Dat zijn de Christians wat hoop brengen, wat gebeden brengen, wat Gott Arbeit doen, en die hebben een goede reason om dat te doen, because dit is God zijn willen, en daarmee leidt hij ons wieder en geeft hij ons de arbeid. En zo, dat is een zeer interessant boek, dat nennt zich Live Not by Lies. Dat is een mens wat heeft geschreven van de Christians wat in Rusland, ook in Tsjechoslowakije, hebben durch de communistjaren geleefd. En wo ze hebben zich bloos top gezameld, sometimes bloos am huis, kleine groups. En ze kunnen niet gaan in public, so deden ze bloos top. En dan deden ze top schaffen en zeiden, no, God is nog niet fertig met het. En ze schafften, den einen oder anderen mithelfen en dan de Evangelien wieder drehen. En da is veel suffering geweest, manchmal. Aber eventually waren changes en dan haben sie waren mit aller freiwillig können wiederleben. Aber so eine Städte sind noch von der all over the world, wo Christians sehr suffern down. Und da seien ihnen, some schreiben dort von Syrien und von der Gegend, wo da so viele Refugees sind gekommen in den letzten Jahren, und even von Afghanistan und so wieder. Viele von den Menschen kommen nur das Seed von der Welt, because here is Christianity, here is hope, here is something what the schaffen deed. Because so eine dumme religions oder gottlose religions und gottlose like communism, die gehen sich fast, die haben nicht Hope. Die gehen sich fast und eventually siegen Menschen noch was anderes. Und so, dort ist unsere Arbeit, so nicht wieder. Und dann rede ich auch noch von den Knechts. Und 13, dort habe ich da auch geschrieben. Was für eine Vers ist das, wo das sagt? Oh ja, 18. Vers. Sagt, die Knechts, ihr jene Herren oder jene Boss, und sieht an euer Don, und nicht mal mit den Friedlichen, und Leiftolie, aber auch für die, die hart und verdrisslich sind. Wie staat es wirklich genoeg, wenn je doorheen lieden moeten, dat je een reine gewesten voor God houden? Wat helpt je dort, wenn je geduldig lieden, wenn je straf verdient haben? Aber wenn je recht in Gott tun, und dafür gestraft worden, und dann geduldig lieden, dann wie sie Gott seine Genade. Und so, wir sind immer ein Bild für was Gott, was es meint, wenn wir Christen sind und so wieder. Und so, das ist das Bild, ich glaube, was wir sollen tun. Für mich ist es viertens das. Wenn wir bei der Arbeit wollen, ein Bild sein oder ein Licht sein, wir wissen sehr gut, wir merken Fehler. Und so, ein von den Dingen zu tun, wenn wir einen Fehler merken, bloß schwind abriemen. Apologisieren und so wieder. Und mir ist es viertens sehr wunderbar. Weltmenschen, die sich proben, selbst recht zu merken, selbst gerecht zu merken, die können nicht leicht was tun, wenn sie einen Fehler merken. Because sie wollen sich proben, recht abzustellen. Wir Christen brücken uns nicht dem beholen. Wir können sagen, wenn du ein Mistake hast, dann hast du ein Mistake, und dann sagen, okay, wir werden das abriemen. Because uns Glauben ist, dass du hast Forgiveness und du hast einen frischen Anfang, nicht so? Das ist uns Glauben, und wir können das wiesen, nämlich. Und dann, ich glaube, wo wir immer schaffen, da viel Gebete geben für die Arbeiter, wo ihr mitschaffen. Bet für die Menschen, wo ihr rum sind. Because ihr weißt nie nicht, was die Menschen drehen hat, wie sie die. Nicht so? Und was geht. Und wenn wir beten für dem, ich glaube, das ist viel leichter damit einmal, wenn die Menschen mit einmal kann sein, dass wir haben Hope, dann bei einmal kommen die und sagen, was soll ich mit das tun? Wenn die wollen Hope haben. Und ich glaube, das erste Ding ist, nicht viel sagen zu Menschen, aber leider viel beten.
En dan wanneer we steed, als we kunnen met moed geven, dan kunnen we dat demig doen. En zo, bij de arbeid, dat veelt dat we door zonder en dat we kunnen Gottes hulp geven door. En geloven geven voor mensen. En zo, voor mij weer het allemaal zo, ik schafte some jaren en de welding department en Vanderhoof BC en Monk de Welder crew en alles en zo. En dat was een zeer raffe welt. En mij weer het veelt zo, ik wil zo start leven bij de arbeid, zodat wanneer mensen met eenmaal worden naar de kerk komen, dat ze würden zeggen, ja, dit krijgt de jongen wat naar de kerk gaat, of bij de arbeid, dat is dezelfde mens. Because dat is een moment leicht om te zeggen, well, dit was arbeid, so dan word ik dat dan met gaan, en dus met leven met die, en dan word ik naar de kerk gaan, en dan met leven met die, en dan verlieven we ons daarmee. Als we cast merken, ik en Audrey, ik vrees me ganz schadelijk, dat we meer van de arbeider wat really zeer rough werden. Die komen naar onze cast. En mij, dat vrees me best schadelijk. En dat weer wat ik nog aan wil. En zo, wanneer je schaffen, dat je demig met je bed en met moed wieder, because er zijn veel mensen wat moed veelt. En eenmaal veelt een klimaat wat, waar we een beetje kunnen bijleiden, en dan helpt dat. Dat derde ding wat ik hier wel nog gaan, is waar een 21e vers, en mir fehlt hier ein bisschen help. Hier sind ein paar Mank in dieser deutschen Bibel, was ich nicht ganz bekannt mit sie. So, ich will lesen, diese wir sind an der 23. Vers, und wenn jede deutsche Bibel haben, dann würde ich mitfragen, ob die mir mithelfen hier mit. So, ich wollte probieren zu lesen, und dann werden wir damit von reden. Und der 21. Vers fängt an und sagt, der das Wort zu Gott jünd berufen haft, wie es Christus auch für jünd geleden haft, und jünd daran ein Vorbild gelassen, dass die in seine Fußspuren gehen sollen. Jesus hat keine Sinn getan, über seine Lippen sind keine Lehres gekommen. Und dann in 23. Vers sagt er, was für ein Wort ist das? Schuld. Und dann sagt er, soll niemals trägt, wenn sie am schulden. Had fought no one back? Okay. No. Okay. Yeah, okay. Okay. Schauen, okay. Because it's sehr leicht, wenn somebody ans je kommt, dass wir dann Fußtrick mit Kraft und Trick schmieden, nicht so? Und das ist leicht, und er sagt, Jesus tut das nicht. Und das ist ein Bild für uns, dass wenn somebody kommt, was ab Wahlversagen oder Utgunst oder was immer, dass wir sagen, nicht Fußzahlen, bis something Trick schmieden. Weil wir das nehmen, so ist Jesus das nehmen. Und dann sagt er, er dreift, und dort wird das mir gefragt. Weißt du, was das ist? Wo wird dir das sein? Er dreift, oder wo? Nicht was? Okay, nicht dran, okay, ja. Okay. Ja. Ja, nur, weet, op Engels kan ik dat goed verstaan, maar er weer een paar vreemde woorden waar ik niet kon ganz hingekomen. En de Duitse dictionary zijn een beetje interesting. De ene de spelling is met anders. En ik had twee Plattdeutsche dictionaries. En even door, ik had een Hochduitse dictionary. En al dat met wat anders nog. En ik zei, oké, ik weet wat het Engelse meint. En zo, ik weet wat het beeld hier is. En zo. Dat we niet je non zijn. Dat is heel leicht, wenn somebody ons wat je schmieden deed, dat we dan voets wel wat terug doen. En zo,
dort so wie nicht, because Jesus wies dann später. Und dann sagte er, hey, heeft Gott dort eine Hand, dort die da rechten wird. Die vertrauen, dass Gott wird es nochmal alle hineindeilen, Gott wird es nochmal alle recht drehen, und Gott wird es so judgen, dass es wird recht uitkommen. Und wenn somebody ans Haft wird schuldig oder wird schuldig geteilt, wird wie nicht schuldig verwirren, da wird Gott nochmal, durchschaffen. Und eins, wo even an das Leben, wie weit dort Luther, da mal immer dann kämpft, vielleicht somebody trägen, sagte, und sagen zu uns, I'm sorry, das habe ich auch nicht verstanden. And that happens to allen parents, that happens to all sorten Menschen, und für uns auch so. Und dann 24. Vers sagte, Jesus selbst nimmt unsere Sünden ab, ihnen Körper mit ab dem Kreuz ab, dort wir für die Sünd tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Und hier ist das ganze Meaning oder die Hauptsache hier, dort wir sollen von der Sünd loskommen und dann sollen wir für Gott leben in Gerechtigkeit. In other words, tun, was Gott ihr nicht, was recht ist und was gesund ist und was gut ist. Da sollen wir uns nennen und nennen geben. Und dann kommt dieser Part von der Vers, wo ich will, mit meiner Tipp nehmen ist, wie stark seine Wunden sind, wie geheilt worden. Und dann der 24. Vers sagt, wie es hier Erden aus verbiesterte Schub, aber je haben nu abgemerkt zu den Hort, der über jene Seilen wird. Und so, Gott hilft uns und hat Jesus geschickt, um uns zu helfen. Aber was ist die Meinung von das, würde so klar sein, dass wir stark seine Wunden so wie geheilt werden. Und hier schaffen viele Menschen mit, und da ist viel Trouble mit das eine Vers oder die eine Sentence, was dem ich gesagt habe. Und ich will Ihnen sagen, da ist in unserer Welt noch nie so eine Zeit gekommen, wo jeder Mensch geheilt wird. Und so viele Menschen würden striving und tun und das und das und ja und tun, das schafft bloß nicht vor allem. Und ich weiß, dass wir ich glaube, die wir in Tigertown, da wir ein junger Couple, und die kriegten mich an, ich war auf zu Brien-Classes. Und dann fragen sie mich diese Frau, warum kann wir dort nicht bloß sagen, Gott, das muss je tun, und das muss geheilt, und dann schafft das. Warum kann wir dort nicht? Und wir haben nicht eine Antwort, other than Gott hat uns dort nie nicht eine Hand gegeben, um Gott alles fair sein. Und dort Gott dann Fuß macht tun, was wir fair sein. Das ist mit so, was Gott tun nicht in der Welt, dort still, haben wir nicht zu holen gekriegt. Und some leben dass sie können dort eine Hang nehmen, und dann können sie dort still drehen, so sie das wollen. Aber gewöhnlich dort, ja, mehr gejagt als Help. Und dort ist ganz wirklich so, Gott heilt Menschen. Da sind all sorten Menschen, und für mich ist es mit so ein Bild, ich glaube, wenn wir machen Christians dann, dort hat kein Unterschied, wo die Kirche wir sind. Wenn Gott antworten lässt, dann haben wir ein Miracle, und dort passiert man all sorten Menschen. Und da sind auch alle sorten Menschen und alle Kirchen, wo die Antwort nicht kommt, dass sie das wollen. Und dann sind sie da mit Faust und sagen, okay, was nu? Was nu mit das Gott? Die hört nicht nur, was ich will. Oder die denkt nicht, was ich verlange von ihm und so weiter. Und so dann sind Menschen sehr frustriert mit so oder discouraged oder was immer. Und dann blamen sie sich selbst, dass sie haben nicht genug getan und so weiter. Und ich will hier ein paar Dinge von sagen. Die erste Ding, was wir machen, ich glaube, uns abnehmen, sein, wer ist Gott? Wer ist Gott wirklich? Ist Gott der, was bloß zu lernen, der sagt, well, wenn ihr das tun, genug, und wenn ihr ja tun, genug, da will ich horchen. Oder wer ist Gott? Wenn Gott der ist, was Leben hat für uns, dann tut er alles mit Leben und Geduld und mit Gerechtigkeit. Das andere Ding, ich glaube, was wir müssen abnehmen, ist, dass
diese Welt hat sich von Gott somewhat losgeritten. Als Armen einfach weggingen von Gott, dann retten sie sich von Gott sein Willen los. Und da haben wir alle mitgearbeitet, dass wir auch von so einem Menschen sind. Und so in a sense, Gott hat uns das gelassen, dass wir können von am Weg gehen, wenn wir wollen. Und von dem sind kommt alle die Krankheit und Tod. Und da ist in a sense, was Gott gesagt hat, in dieser Welt, wo ich ihn dort lassen erfahren, dass die nicht alles wird schaffen. Die wahre Systems, wie den einmal das, was für Wahre haben wir von dir. Alle die Dinge in der Welt sind ein bisschen losgeritten von Gottes Willen. Und das wurde, wenn Gott wird zurückkommen, Jesus wird zurückkommen, und er wird dann die neue Welt bringen, da wird Gott das alle tragstellen, und dann wird er schaffen, dass er das gerechnet hat, ganz von Anfang. Aber er hat ein bisschen losgelassen, sodass wir mit Ruhm haben, dass wir either mit Gott mitgehen, uns Glauben drehen nur Jesus, oder dass wir jeden angehen. Und da sind viele Menschen, die gehen bis jeden an und so wieder. Aber Gott hat das mit Leibstil aufgemerkt, dass er uns Jesus geschickt hat, dass die Menschen, die wollen sich zurücknehmen, nur Gottes Willen, die können. Und so damit haben wir dann die Hilfe. Aber alle die Troubles in dieser Welt sind nicht abgenommen damit. Und unsere Sinn können betont sein, und die sind alle betont, wenn wir dort hingehen. Der Feind ist wahrgenommen, wenn wir dort nehmen und Jesus sie nehmen, dann da sind mehrere Dinge, die ganz vorig sind, und die können wir nehmen. Aber die Krankheit und das Leben und alles, das kann keiner sich an den Hang nehmen. Und da wir in Wernhof, wo wir echt einmal wohnen, da wir in einer Situation, wo eine junge Familie hat ein Kind, das gestorben ist. Und dann waren die Menschen bereit, dass sie sollen bei der Graveyard, da sollen sie Kleider mitbringen, und da würden sie das Kind abheben. Und da wird das abstehen von dort. Weißt du was? Das will ich haben. Da sind Menschen, die das dort so sehr pushen, dass in the end, die sind sich jeden und doll und verdrießlich, und die verlieren sich ihr Weg mit Gott, because Gott tut nicht, was sie wollen, und sie können dort nicht schaffen. Und so eine Story sind da alle Wege, wo Menschen sich haben bloß so sehr gejagt. Ich weiß, wir noch eine Familie, wo der ältere Bruder, der kriegt Kräft, und dann wir noch zusammen Mann, und die Familie wird sagen, well, wenn wir alle tun, da wird Gott das heilen, und dann wird es schaffen. Und sie denken sich auch alle tun, aber da wir zusammen was sagen, well, wir können dort nicht bloß, wir können nicht so ruchlos bloß das dort nachgehen. Und dann in der Ende werden die geblämt, weil die haben nicht glauben. Und die wissen sehr gut, so eine Troubles haben wir in dieser Welt. Und ich würde sagen, wenn jemand krank ist, werden wir die Erste sein, um den Menschen Mut geben. Some werden geheilt, und das würden das Miracles sein. Gott tut Miracles, wenn er will. Nicht, wenn wir das wollen. Und Gott tut das, um immer ein Bild geben, dass er ist da, und er wird es nochmal weiter, alle abbringen. Wir haben Jesus, sein Bild, er ist abgestoßen vom Tod, und das wird nochmal passieren vor allem. Und so ein Testimony und so eine Arbeit mag uns alle. Und ich würde Ihnen tauchen, weil wir mit Genot und mit Leib einem anderen unterstützen. Und wenn wir beten, weil wir beten mit Mut, aber weil wir auch nicht glauben, dass wir können Gott steuern. Because Gott ist Gott, und er weiß, was das Beste ist. Und manchmal, ich glaube, die Testimony, was wir sollen haben, dass wir jachten uns nicht mit Gott, und wir jachten uns auch nicht einer mit dem anderen. Und dass wir haben glauben, dass Gott wird uns helfen. Und some Menschen, die kriegen Hilfe, some Menschen kriegen Hilfe von den Doktors und so wieder. Und dem möchte ich uns abführen, dass wir so eine Menschen sind, die glauben haben und was wieder schaffen mit Mut. Und so, ich glaube, ich kann das abnehmen, dass das mit Fällen und
De tijd wordt nog komen, wo Jesus wordt komen en dan wordt het al abgeruimd worden. Aber nu is nog niet de tijd. En zo dan moeten we geduldig leven met wat we daar doen. Sometimes krijgen we hulp en sometimes niet. En daarmee moeten we Gott zijn Willen opnemen en daarmee wieder schaffen. So, wel we beten. Voor dem Himmel, we beten even voor die wat vandaag krank zijn. En du weißt sehr gut, wofür die an Hort verlangen und würden so wünschen, dass sie können besser werden und hier bleiben. Aber das ist nicht allem gegeben. Und wir beten, dass die auch Glauben auch Mut geben zu dir und auch die Glauben geben soll, die würden schon sich hingeben nur die und was sie durchmachen. Und für die Families, was sie mit schaffen, wir danken, dass du hast immer Mut für dich auch. Und dass die Zeit wird kommen, wenn das wird alle abgeräumt. Und was alle wird teruggedreht werden. Und dann wird die Tod weich sein. Und dann wird die Sinn weich sein. Und dann wird die Krankheit weich sein. Und alle diese Dinge, die so schwer sind, die werden dann zu sich genommen. Und dann wird das Frische kommen. Dort wird du bringen das. Und dein Reich. Und deine Welt. Mit deinen Wellen. Und dann werden Armen einfach nicht mehr in den Stich gehen von dir. Wir danken dir, dass du uns hier lässt und du hilfst uns mit alles, was wir durchgehen. In Jesu Namen. Amen.